nicht? Also, du, die Sorge habe ich wirklich nicht, ne? Aber wenn wir nicht da sind, dann ist unser Objekt jedem anderen gleichgestellt, das ist ja klar. Aber selbst wenn du schmächtig bist, ne, bist du ja ganz eindeutig im Vorteil, weil du dich in deinem Haus auskennst. Ja, natürlich, Bernd. Ich möchte mir auch nicht vorstellen, wenn jemand bei dir in die Bude kommt und du bist da, das möchte ich auch nicht erleben. Du, dann hole ich mein Arbeitsgeschirr raus. Ja, also, da würde ich mir auch keine Gedanken machen. Also das ist, glaube ich, auch eins der sichereren Häuser in Tellingenstedt, solange du da bist. Ja, absolut, ne? Also ich bin hier die Alarmanlage in Person. Ja. Und es soll keiner wagen, mich wach zu machen nachts. Ja, aber wirklich, du, also genau das, ne? Das habe ich auch gesagt. Aber meine Frau sagt dasselbe. Die sagt, wenn du hier bist, dann mache ich mir auch wirklich keine Gedanken. Aber sie ist natürlich auch mal allein, ne? Typisch Deutschland. Ach Gott, ach Gott. Was war das denn für ein Kommentar? Das ist schon wieder der Hohle. Ja, ich sehe es. Mit seinem Splattersignal, ganz genau. Völlig kaputtes Signal. Ich habe es hier noch auf dem Bildschirm, läuft hier noch runter. Ja, ja. Das ist wieder der Splatterkönig da unten aus Uetze. Mit seiner total kaputten Modulation. Aber ich kann das auch. Warte mal, ich mach das auch mal. So. Ja, alles in Ordnung. Studio A. Oh ja, so Studio EGE. EGE. Ja, alles in Ordnung. Muss er jetzt wieder alles verkaufen, weil er seine Fische sonst nicht füttern kann? Keine Ahnung, du. Ich weiß gar nicht. Fährt er noch zu seinem Teich oder hat er den inzwischen veräußert? Keine Ahnung. Keine Ahnung, da pissen wohl irgendwelche Kamele rein. So. Der muss ja sicher gleich wieder los, da seine komischen Dobermänner oder was er da hat, da seine Pinscher da füttern. Da muss er gleich wieder los. Aber das ist ja schön, dass er gerade hier zum Zuhört. Ich hätte ja mal eine Frage, die brennt ja schon lange irgendwie. Und die Frage ist mal, Peter, warum bist du auf einen Knast gegangen? Das würde mich mal interessieren. Na Peter, jetzt kannst du mal was antworten, du. Hör mal, du hast doch sonst immer große Fresse. Nun krieg mal die Zähne auseinander. Das war doch eine ordentliche und ernst gemeinte Frage. Tja, der Kerl lässt mich tatsächlich dumm sterben. Tja. Was willst du von einem erwarten, der nicht mal seine Identität richtig preisgibt und seinen Wohnort, seinen Standort und so weiter? Was willst du von so einem erwarten? Ja, du, ich erwarte jetzt von keinem irgendwas, nicht? Ich meine, das kann er ja handhaben, wie er will, nicht? Meinetwegen. Wenn er was zu verstecken hat, dann soll er sich selbst verstecken, nicht? Das ist ja überhaupt kein Problem, also für mich jedenfalls kein Problem. Aber ich meine, das ist eine ernst gemeinte Frage, die man gestellt hat, die kann man doch wohl mal beantwortet haben. Ja, der wird gleich wieder auf der 69 erscheinen und dann wieder Seco 80. Seco 80. Hier ist Delta. Lima. 5. Ne? So. Ne? Abel. Maria. Und dann macht er dann 1,5 Stunden und keiner antwortet ihm. Tja, das ist ja normal. Das ist der Volldepp des 80-Meter-Bandes. So, Peter, hast du genug aufgenommen? Du kannst deine Bandmaschine wieder ausmachen, du kleiner Depp. Er kann noch nicht mal vernünftig aufnehmen. Außerdem hat er doch jetzt so ein dumpfes Gerät da. Ich weiß nicht, ist das ein Alinco oder ein Jaeso? Das hört sich ja fast nach Jaeso an. Also ich würde sagen, das ist so 991 oder sowas, womit er da funkt. Ne? Aber der Welt erzählt, er hat irgendein Kenwood sich gekauft. Ne? Der redet nur Blödsinn. Ne? Wenn er sein Signal mal sehen könnte, ne, dann würde er wissen, dass das ganz sicher kein 890 ist, den er da hat. Ne? Das weiß die Welt, ne? Aber er anscheinend nicht. Also 991 hört sich weitaus besser an, ne? Also den kriegt man hingestellt oder eingestellt. Den habe ich ja nun selber gehabt, ne? Obwohl das Signal ziemlich breit ist, ne? Oder kaputt ist. Zumindest bei dem, den ich hatte. Aber vom Audio her kriegst du ihn gut eingestellt. Ja, aber doch nicht der. Du kriegst den eingestellt, aber er doch nicht. Ja, das weiß ich doch nicht. Oh, der ist doch zu dumm, ein Loch in Schnee zu pinkeln. Weiß das keiner nicht? Ist das nur ein kleines Loch? Ja. Tja, dann haben wir den auch wieder besprochen. Tja, nun traut er sich nicht mehr. Hier Delta auf Platz 2, Bravo Max. Ja, Delta Lima 1, Kilo, Sierra. Schönen guten Morgen, Delta Lima 2, Alpha Romeo Mike. Könnt ihr mich aufnehmen?
Nee, die Bude ist schon voll, Michael. Bei mir auch. Ja, super, Micha. Guten Morgen. Der Gewünschte, der braucht sich nicht melden. Ne? Wir haben über den Trottel da aus Uetze gesprochen. Ne? Nee, der ob der sich hier meldet oder in China platzt ein Sack Reis, das ist ungefähr dasselbe. Ne? Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Briefselektor. Das sieht ja aus wie aus dem Bilderbuch. Das kannst du ja als Werbefoto einschicken. Okay, ja, die können wir da ja nicht falsch machen, beim Bestück. Ja, das muss ich den mal durchmessen. Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt. Ne? Also nicht nur auf die eigentlichen Kurven der Bänder, dass die natürlich eine gute Fernabselektion haben, kann ich mir vorstellen. Aber da das Ding, glaube ich, 4 Spulen hat pro Band, würde mich natürlich vor allen Dingen das Innenbandverhalten interessieren. Ne? Also nicht nur das Außerbandverhalten, das ist sowieso beim SDR nicht wichtig, weil du den auch betreiben könntest ohne Preselektor. Ne? Der ist sowieso nicht so leicht zu übersteuern. Der hat ja über 100 dB Dynamikbereich an sich. Ne? Und insofern ist der Preselektor in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht beim Contest ist, sowieso akademischer Natur. Ne? Aber das Innenbandverhalten, das würde mich schon interessieren. Also wenn du zum Beispiel mal so ein 80 Meter Band hernimmst, ne? Oder so ein 20 Meter Band oder gar so ein 10 Meter Band, was ja sehr, sehr breit ist, dann einfach mal die Durchlassdämpfung innerhalb des Filters. Das würde mich schon interessieren, wie gut das gemacht ist. Ne? Kannst ja mal in Ruhe plotten und mal ein Bild schicken, wenn du mal Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, da muss ich halt Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, so ein Foto in Schwarz jetzt, Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. So ein Analyzer gekauft und der scheint wohl richtig gut zu sein. 140 dB Dynamik oder so hat er mir geschrieben. Und die Messergebnisse hat er auch mitgeliefert da bei der Bestellung. Also das scheint schon sehr gut zu sein. Allerdings wie die Abzeichen halt. Ich mache das ja auch, muss ich ja dann selbst tun. Das ist richtig cool. Die Konstruktionen sind ja fest vorgegeben. Ja, wie gesagt, das ist klar, ne? Aber solche Kurven, die werden meistens nicht erreicht. Ne? Ich kann dir das nur sagen, weil ich das selber hier natürlich erlebt habe, als ich das Tiefpassfilter für die 4 Kilowatt PA gebaut habe. Ne? Da bin ich auf die Herstellerwerte, also die von dem Australier, von dem John, bin ich auch nicht hingekommen. Ne? Das ist auch schlechter. Aber das macht nichts. Ne? Ja, dafür brauchst du ja keinen großen Analyzer. Ne? Das ist ja nur Transmissionsmessung, einfach mal eben im Durchlassbereich. Ne? Da brauchst du ja nicht viel für. Also 140 dB erreicht das Filter ja nie im Leben. Das ist ja illusorisch. Ne? Das erreicht es nicht. Aber das, was du wissen willst, kannst du doch damit mit deinem Analyzer, mit dem VNA problemlos messen. Ne? Hast du nicht einen Spektrum-Analyzer? Hattest du nicht so ein Ding da von ich weiß gar nicht, hattest du nicht gesagt, du hast so ein Ding mit Tracking-Generator? Ich habe keinen Spektrum-Analyzer. Ich habe auch mit Einschätzung 7 aber den muss ich erstmal durchchecken, der steht schon ewig bei mir rum, ja, da ist noch nie zum Einsatz gekommen. Aber der hat keinen Tracking-Generator. Nach den 7L13 kenne ich, vergiss das Ding. Das ist ein ultra teures Teil gewesen und ultra störanfällig. Ne? Natürlich habe die alle verkauft, diese Dinger. Natürlich kenne ich den 7L13. Das war ein ganz gefragter Einschub, ne? Aber auch sehr teuer und den gab es auch nochmal mit Tracking-Generator und so weiter. Nein, ich habe gedacht, du hast so ein Standalone-Gerät, wie so ein Rigol. Sowas hast du nicht, ne? Nee, sowas habe ich nicht. Ich war immer mal aus so einem Sigland-Kram. Mal schauen. Ja, der Sigland, der ist genauso, ne? Ist genau, den kann man genauso nehmen. Ich kam eben auf das Wort nicht. Den Sigland, den hat der Klaus hier in Otterndorf, ne? Den kannst du auch nehmen. Der hat noch ein schönes, größeres Display. Das ist noch etwas größer. Ja, genau. Und die Option, den also freizuschalten, weil da läuft ja eine Linux im Hintergrund. Also so sind meine Infos aus dem Netz. Ja, das geht, glaube ich, nicht mehr. Das haben die, glaube ich, abgeschaltet. Genauso bei Rigol auch. Bei Rigol gab es so 6, 7 Optionen. Die haben alle zusammen irgendwie 2000 € gekostet. Ich habe die aber alle freigeschaltet. Das ging damals noch, als ich den gekauft habe. Da ging das und da haben die Russen das geknackt. Da gab es einen Key-Generator, da musstest du die Seriennummer eingeben und dann hat der einen wilden Key produziert, so ein endlos langes Ding. Und
Den habe ich da reingedattelt und dann konnte ich die Optionen der Reihe nach freischalten. Die sind bei mir alle frei. Ja, die Intention, die hatte ich auch, ne? Aber wenn das natürlich nicht mehr geht, okay, ich habe mich allerdings auch mindestens ein Jahr lang nicht mehr mit dem Kauf beschäftigt von dem Gerät. Ne? Das ist immer so in der Pipeline irgendwie. Ne? Bis jetzt hatte ich aber noch wirklich keine reale Anwendung eigentlich dafür. Aber ja, es ist halt schön klein, ne? Im Vergleich zu den älteren Geräten. Ne? Das habe ich auch mal überlegt, um so einen alten HP oder irgend sowas zu suchen, aber bei mir steht schon alles voll hier von Geräten und das Ding ist halt schön klein. Ne? Ja, klein. Der ist so groß wie der Rigol auch. Die sind gleich groß, das ist egal, welchen du da kaufst. Das tut sich nicht viel. Der Siglent ist, glaube ich, noch etwas empfindlicher. Der hat noch einen etwas höher verstärkenden Vorverstärker drin. Ne? Das ist meine Information. Aber ansonsten, das tut sich nichts. Ne? Aber das ist, ich kann dir eins sagen, Michael, das ist mein wichtigstes Messgerät bei mir im Check. Also nicht im Check, in meinem Labor. Ne? Da ist das wichtigste Messgerät. Dieser Kasten, ne? Der Rigol, den setze ich wirklich für alles ein und vor allen Dingen für so Filterkurven. Ne? Das siehst du ja sofort live auf dem Bildschirm. Damit mache ich auch die ganzen Relaisweichen und diesen ganzen Quatsch. Das geht damit wunderbar. Und ich habe ja dann noch den Messsender hier von Rot und Schwarz. Ne? Also das Ding und der Rigol, das sind so meine wichtigsten Tools. Ne? Damit kriege ich im Prinzip alles hin. Wenngleich ich auch noch so den VNA habe. Ne? Den VNA, wie heißt der, 3E oder so ähnlich, da von dem Doktor, wie heißt der, DL1 SAQ, 9 SAQ, wie heißt er? Bitte? Ja, genau, also mit klein meinte ich eigentlich mehr, als das Gerät aus den 90ern, die bei mir jetzt tummeln normalerweise, die 19 Zoll Teile, die dann noch genauso tief sind wie breit und da sind die neuen Geräte schon sehr angenehm, was Platz angeht, und das Ja, klar. Dagegen sind die ultra klein, ne? Logisch. Haben ja auch keine Tiefe, 10 cm. Ja, genau, das meine ich. Ja, schöne Geräte, ne? Und ja, ich bin ja relativ neu im Amateurfunk und das stimmt schon. Also ein 6,0 Analyzer mit Tracking-Generator ist schon was Feines, ne? Deswegen habe ich das schon immer mal geliebäugelt und mit, ich habe noch andere Baustellen. Ja, alles der Reihe nach, ne? Ja, leider. Ihr habt ja die Bilder gesehen. Ne? Das ist natürlich ganz blöd. Vor allen Dingen können jetzt die Leute gegenüber genau hier reinschauen. Das war nur so ein kleines Refugium. Und auch hier mit den Eichhörnchen und Tieren, das war natürlich sehr, sehr schön. Das ist echt blöd, ne? Was die 2 Bäume da ausgemacht haben. Ja, klar. Sag mal, wie gesagt, die haben die weggemacht wegen Autostätten. Nee, die Autos mussten nur weg, weil die hatten die Gefahr gesehen. Es war so, Micha, vor kurzem hatten wir doch diesen Sturm und da ist einer von diesen Bäumen im Prinzip abgeknickt, da hatte ich ja mal ein Bild geschickt und der ganz rechte Baum, der war sehr schief gewachsen, das sieht man von vorne nicht, wenn man die fotografiert. Der war aber dem Parkplatz zugewendet und die Gefahr halt hat bestanden, dass der umfällt und auf die Autos dann rauffällt, die darunter parken. Ne? Ach so, okay, naja, das ist halt immer blöd, ne? Wobei da irgendwie auch keine Versicherung so wirklich zahlt, ne? Da irgendwie so ein Baum auf dem Auto drauf fällt oder so, ne? Sei dann die eigene, die man da hat, Vollkasko oder keine Ahnung, ne? Ansonsten ist das immer schwierig. Ja, unter dem Aspekt ist es natürlich ganz gut, da haben wir uns mal drüber unterhalten. Vor allen Dingen, ich habe mir das mal, du Micha, wenn auf mein Auto was rauffällt und der ist Schrott, dann kriegst du irgendwo von der Versicherung so den Restwert ausbezahlt, da kannst du dann E-Bike von kaufen wahrscheinlich. Aber dann hast du ein wertvolles Auto verloren, was zuverlässig ist. Ne? Das ist schon echt eine doofe Situation. Ja, genau, ne? So ist das, ne? Ja, ansonsten gibt es bei mir auch nicht viel Neues, ne? Das ist ja schön und alles schön jetzt. Nee, wir haben es hier noch ein bisschen eingetrübt. Also es ist, gestern hatten wir richtig Sonne, das war total angenehm. Da hatte ich noch überlegt, dann am Nachmittag, wo die ja fertig waren, nochmal mit dem Modell rauszugehen, aber da hatten wir zu viel Wind. Und mal schauen, wie sich heute entwickelt. Ne? Der Tag beginnt ja erst. Mal sehen, Micha. Ja, genau. Ich habe überlegt, mal eine Runde Fahrrad zu fahren. Mal schauen, ob das noch geht. Ja, das ist natürlich auch eine Option. Das wartet auch schon auf mich, mein E-Bike. Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich euer Kuh so gar nicht so richtig durcheinander bringen, ne? Falls mir das ist bestimmt so nicht gelungen.
Quatsch, um Gottes Willen, hörst du dazu? Ja, schön. Sehr schön. Ja, ich habe den Powermaster jetzt in Betrieb. Der Bernd hat mich vorhin noch darauf hingewiesen. Ich hatte ihn ja gestern schon in Betrieb, das ist richtig. Habe ich nochmal ein bisschen nachbessern müssen, habe auf Stufe was ins Alarm gestellt und funktioniert sehr gut. Ne? Also hier beim Besprechen auch an die, da komme ich ja teilweise auf über 950. Ne? Ja, also da ist auch jetzt die Impulsleitbereich, wenn die Kondensatoren noch echt voll sind bei SSB. Denke ich, ist was anderes, als wenn ich hier reinpuste. Ja, Sprachspitzen kann man auf Zeigerinstrumenten immer schwer ausmachen und die entstehen auch meistens dadurch, gerade bei so Röhrenendstufen, dass die Kondensatoren, die in dem Netzteil sind, die haben wieder Zeit, quasi in Sprachpausen sich wieder aufzuladen. Und so eine Röhrenendstufe, die hat natürlich auf der Anodenseite schon schwankende Anodenspannungen. Ne? Das kannst du ja leicht sehen. Wenn du mal einen FM-Träger hinstellst, dann hast du einige 100 Volt weniger. Und wenn du nur die Taste drückst, halt eine deutlich höhere Spannung. Und diese Differenz, die sorgt dann dafür, dass man oft, wenn man eine Pause lässt und wieder die erste Silbe sagt, dass die sehr hohe Leistung hat, ne? Weil dann wird halt die Spannung noch quasi aus den Elkos genommen und bleibt so hoch, ne? Für diese Millisekunde. Und diese Sprachspitzen, ne, die kannst du im Prinzip auf einem Zeigerinstrument überhaupt nicht sehen. Das ist wirklich unmöglich. Und das Zweite ist, all die Benutzer von LDMOS-Endstufen, die kennen diese Geschichten natürlich. Denn diese Spike-Effekte, die machen ja auch die Transceiver, ne, ganz besonders von 7300 und so weiter. Da hilft es auch sehr wenig, da irgendwelchen Eingangsschutz vorzusehen. Das sind alles nur Intermodulationstreiber. Ne? Also es gibt so Schaltungen auch von dem Victor, die schaltest du quasi hinter dem Transceiver, um Spikes zu limitieren. Ne? Im Grunde alles Blödsinn, ne? Muss man sagen. Denn die Ausgangssignale werden dadurch wirklich nicht sauberer. Ne? Du hast mehr Intermodulation. Hier gibt es so einige Fälle, ne, die mit diesem Blödsinn funken und die haben auch die dementsprechend kaputten Signale. Ne? Wie der Westerwalder, der hier immer auf diese Frequenz kommt am Sonntag. Ah, okay. Nee, da muss ich mal drauf achten. Ich habe jetzt übrigens wieder das kürzliche QM, ich weiß noch, ich denke, das ist bei mir jetzt beschränkt, das wird sehr, sehr schwierig, aber es funktioniert noch, ne? Es hat noch funktioniert. Ja, ihr seid heute alle auch sehr stark. Du hattest vorhin auf 25 über, der Micha kam ja mit 50 über 9 an und der Bernd ist auch so 20, 25 über, ne? Ja, du bist 20 drüber bei mir hier auf 7700. Michael, sag du mal was? Ihr seid alle 10 über bei mir hier. Na, auf meinem Aufzug. Du bist hier bei mir auf 10 drüber, ne? Der Steffen ist 20 drüber und Bernd bestimmt noch viel mehr. Bernd, komm nochmal. Ja, da komme ich nochmal, ne? Aber ich denke mal, das ist immer ein bisschen bedingungsabhängig, ne? Da kann ja keiner dran schrauben. Nee, bis zu 30 machst du. Das ist schon laut und fett und breit und ja. Ja, dann läuft ja alles. Jo. Ja, sehr leise, sehr vernuffelt, ne? Sehr dumpfe und nuffelige Modulation. Delta Yankee Alpha, nochmal bitte. Ja, total dumpf und muffelig, da sind keine Höhen drin. Kann ich bestätigen. Das weiß ich nicht, wo du zu Hause bist, das hast du uns noch nicht erzählt. Ja, Horst in Rostock. Ich heiße Andreas. Ich bin hier in der Nähe von Pinneberg, irgendwo zwischen Pinneberg und Elmshorn. Und du hast eine wirklich kein bisschen transparente Modulation. Das ist alles dumpf. Klingt nach Fehlanpassung des Mikrofons. Ne? Aber du kannst dich ja, wenn du in Rostock bist, warte mal, ich guck mal ganz schnell auf dem Web-SDR, da müsstest du ja in Wismar zu sehen sein. Dann sag doch mal bitte was. Ja, kannst du dir angucken, in Wismar ist zwar nicht laut, aber du bist überhaupt nur im Tieftonbereich zu sehen. Ne? Also da ist sonst nichts. Das ist total Tiefton, mehr ist das nicht.
Was hast du denn da für ein Gerät dran? Ja, aber niemals mit dem originalen Mikrofon oder komplett verstellt. Ja, dann geh doch mal in das Tonmenü rein. SSB-Tonmenü. Und dann dreh mal die Höhen auf Rechtsanschlag. Aber ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Bedingungen, ne? Wenn er zu leise ist. Gerade eben der letzte Durchgang war gar nicht so verkehrt. Also du bist nur unten bei 500 Hertz zu sehen auf dem Bildschirm. Da sind keine Höhen drin. Du musst mal in das Tonmenü reingehen, dann in den Bereich SSB. Na, du kannst da im Tonmenü unterscheiden nach Betriebsart, gehst in den Bereich SSB rein und drehst mal den Treble, na, auf plus 5. Und da wollen wir mal gucken, wie sich das dann anhört. Wie gesagt, angucken und dann einstellen und natürlich auch anhören. Aber dann hast du ein Feedback direkt aus erster Hand von einer Maschine und brauchst nicht jemanden zu fragen, wie der das findet. Das ist völliger Blödsinn. Also ich gebe dir nur den dringenden Rat, lass das bleiben. Du kriegst, wenn du 10 Leute fragst, 10 Rapporte und davon sind 9 garantiert unnütz, ne? Weil falsch. Also am besten ist, du hörst dir und guckst dir das selber an und dann stellst du es ein, dann weißt du, was du tust. Und dann siehst du auch, wo du deine Leistung aussendest. Und deine, die ist da unten bei 500 Hertz. Ne? Das klingt nach Grubbelfunk. Ich kann da nichts mehr verstehen. Ja, ich verstehe ihn aber, ne? Sag mal, hast du den Kompressor an? Das weiß er gar nicht. Ja, ich habe deinen Namen jetzt nicht mit, kannst du jetzt vielleicht nochmal sagen. Ja, du warst angesprochen. Hast du den Kompressor an oder aus? 50%? Junge. Das Ding ist ja völlig verkurbelt. Ja, also 50%, das ist weitaus zu viel, ne? Den hat man normalerweise bei 2, 3 irgendwo rumsitzen, ne? Und dann hört sich das auch gut an. Ja, also da würde ich mal von Anfang an neu einstellen. Nee, ist nicht viel anders. Noch viel leiser ist es. Ein Klangchen. Ja, okay, ne? Und die Ausgangsleistung ist 100 Watt oder wie viel? Ja, ist ziemlich leise, ne? Na gut, alles klar. Ja, probier das mal aus. Also der ist so leise hier. Ja, okay, ne? Dann ist es natürlich klar, dass man dann leise ist, ne? Mit 100 Watt und dann noch unter Dach, da kann natürlich nichts anderes vorauskommen. Aber du musst es so sehen, die Bedingungen sind schon immer sehr wechselnd und je nach Bedingungen kommen auch mehr Höhen oder mehr Tiefen durch und durch Phasendrehung alleine schon. Und dann kann man das natürlich schlecht beurteilen. Ne? Gerade eben hatte ich mal so den Eindruck, hörte sich das gut an, aber da war die Feldstärke hier auch anliegend. Und das war im meisten Fall aber nicht so. Und dann grummelt das nur. Ja, dann soll er so weiter funken, weil dem ist nicht zu helfen.
Ja, alles klar, nicht? Also wenn du meinst, das ist gut so oder die allermeisten sagen, das ist gut so, dann lass das so. Ich kann ja nur so viel sagen, nicht alle sagen A, nicht? Es gibt auch welche, die sagen B. Vor allen Dingen mit dem Signal wirst du nicht sehr viel Freude haben auf 80 Meter, das kann ich dir sagen. Das ist super schwach, das Signal, ne? Auch wahrscheinlich aufgrund deiner Antennensituation. Also du bist so leise, ich habe noch nie jemanden so leise aus Rostock gehört. Ne? Das ist ja nun von hier gerade mal 200 Kilometer weg. Und du bist unhörbar leise, ne? Also unhörbar. Der Steffen ist 400 Kilometer weg und ist 20 über 9. Ne? Also wie kann das angehen? Der Michael da unten irgendwo im tiefsten Thüringen, der ist 10 über 9 mit 100 Watt, ne? Oder mit 150 Watt. Also ich weiß nicht, was du da veranstaltest, aber wenn du schon so ein beschissenes Signal machst, wofür du ja vielleicht jetzt erstmal nichts kannst, dann solltest du zumindest dafür sorgen, dass deine Modulation so transparent und klar und deutlich wie möglich ist. Aber, und da hat der Bernd vollkommen recht, du kannst auch alles so lassen, wie es ist, weil mich interessiert das nicht, was du da machst. Das war nur ein kostenloser Ratschlag. Ne? Du kannst ja mit diesem Mist da weiter funken, nur wirst du nicht sehr viel Freude haben, ne? An Amateurfunk auf 80 Meter. Das kannst du dann im Großraum Rostock machen, aber weiter wirst du nicht kommen. Das ist das Problem. Ich kann das nicht mal hören. Kauf dir mal eine Antenne. Das Gebrummeln ist lauter von oberhalb. Ja, wie auch immer. Ne? Alles klar, ich wünsche was. Flotten Sonntag 73. Hier bei Delta auf K2 Bravo Mike. Das Ganze hier aus Mittelschleswig-Holstein. QAX bitte? Nee, QAX erfordert immer eine Zeitangabe. Tja, also QAX gibt's nicht. Wo hat der seine Lizenz gemacht? Also QAX 5 kann man sagen oder sowas. Oder QAX 3, aber es gibt doch kein QAX. Was ist das denn? Das ist der CB-Funker oder was? Ja, guten Morgen, Andreas. Moin, Andreas. QRX, also ich werde hier nicht mehr. Nochmal, Michael? Den UM aus Rostock konnte ich überhaupt nicht aufnehmen hier in Thüringen, also absolut null Chance. Ja, der war bei mir grenzenlos leise. Ich habe ja hier auch so ein bisschen Grundrauschen durch diese Breitbandstörung, ne, wo ich demnächst beigehen werde und deswegen, ich konnte den also wirklich nur phasenweise hören. Bernd hat ihn eindeutig besser gehört, denn der hat auch dann noch geantwortet, wo der bei mir völlig im Rauschen wegging. Ne? Ja, ich hatte keine Probleme. Ja, manchmal ist es ja auch entfernungsabhängig, dann geht's gerade mal da gut und da gut. Aber also ich habe noch nie einen gehört aus Rostock, der so leise ist, also wirklich nicht. Ich konnte ihn auch nicht hören. Ja, das ist doch kein Amateurfunk sowas, also da muss man doch was tun. So, Andreas, wie ist die Lage? Ach, du meinst ja, Andreas, wie ist die Lage? Ja, guten Morgen hier auch hier nach Eifel. Ich kann nur sagen, was habe ich jetzt so gute kleine Diskussion getreten, gestern Oh, wieso hat die Merkel dich angerufen? Nee, also die hat man nicht. Die kann ich ihr ergeben. Nö. Ich spreche ja nicht mit jedem. Tja, also ich mache mal eine kleine Raseninspektion. Aber sag mal schnell, der Erwin, ne, die Einstellung fand ich ja auch interessant. Ich habe noch nie einen gehört, aber jetzt endlich mal. Ne? Also es gibt tatsächlich einen lebenden Menschen, das ist der Erwin. Der hat hier gestern gesagt, wortwörtlich, Chapeau und Hut ab vor der Merkel, die macht einen guten Job. Hat der gesagt. Und das ist der erste Mensch, der erste, den ich treffe, der das sagt. Und ist ja interessant, also es gibt sie. Natürlich. Die gehören jetzt so ungefähr, sagen wir mal, 15% der Leute überhaupt Nun greift man nicht so hoch mit an 15%. Das sind keine 1,5, aber ist egal. Ja. Naja, es ist eben halt so, man wundert sich immer wieder über die Einstellung der Leute, aber na gut, wir sind ja tolerant, wir tolerieren das. Ja, und das ist jetzt nicht im Majestätsplural gewesen, sondern war ein echtes Wir. Das stimmt. Genau.
so, diese Situation ja näher und freie Meinung ja näher und wer sich was sagen will, bitte, warum nicht? Aber hast du ja mitbekommen, dass ich dann sagte, ja, also nicht weit kommt, das soll ja nicht, ob er dann auskommen will, nein. Ja. Ja, das war wenig konsequent. Ne? Das ist sozusagen die unterstrichene und akzeptierte Leidensfähigkeit. Ne? Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja, ja. Naja, also du hast es auch immer aufgesagt, wenn wir jetzt hier nicht ja, es ist nun mal so, ja nicht, die große Ärgerung ja nächstes Jahr, wenn man zum Beispiel ja rechts und rechtsradikal nicht voneinander unterscheiden kann. Das ist genauso wie die Tatsache, ja nicht, was hat Umweltschutz und Klimaschutz zu tun? Oh Gott, hast du den mitgebracht, Andreas? Wo kommt der denn jetzt her? Ja, so das letzte Mal aufgeworfen. Ja, ich glaube, das war eine Aufzeichnung, ne? Das war ja völlig aus dem Zusammenhang. Das hatte ja nun mit dem gerade eben Gesagten überhaupt nichts zu tun, aber das war wahrscheinlich wieder einer, der, weißt du, der hat zu Hause auch einen Lachsack, ne? Und ansonsten geht er zum Lachen in den Keller. Ja, das haben wir auch früher gesagt, in Karneval. Da immer so Nachbarn hier. Und die haben sich auch nicht gekleidet, sowieso, weil ich da noch ganze Karnevalszug gelebt. Das passt eine, die Jungen liegt ja jetzt nach. Ja. So. Bernd ist eine Smöken? Nö, hat er gesagt, Raseninspektion. Ja, jetzt ist ja auch das Problem entstanden. So, Andreas, für Leute, die jetzt mal in Quarantäne sind, für häusliche Quarantäne, und die haben einen Hund, dürfen die dann einen Hund raus? Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe Bilder aus Italien gesehen, da sind Leute auf der Straße spazieren gegangen, von der Polizei angehalten worden und gefragt worden, was sie hier eigentlich tun. Dann haben die gesagt, wieso, ich gehe im Park spazieren. Und da hat der Polizist gesagt, geht nicht, gehen Sie bitte nach Hause. Ja, ich habe mal so ein schönes Foto gemacht und habe ich trotzdem von mir. Ja, das ist überall. Ja, das wird immer schlimmer, aber das kommt bei uns auch noch, warte mal ab. Ne? Die Merkel hat ja schon erklärt, dass eine Ansammlung von 100 Menschen jetzt eine Volksversammlung ist. Ne? Also, naja, das kommt hier auch noch. Ne? Die drehen hier völlig frei und das wirst sehen. Ne? Die nächsten Wochen geht das Theater erstmal los. Ich habe noch gar keinen aktuellen Todesreport, das ist ja mal ganz wichtig, morgens erstmal festzustellen, wer jetzt in den vergangenen 24 Stunden Gott sei Dank nicht gestorben ist. Ne? Das werde ich jetzt erstmal feststellen, das muss ich erstmal machen. Ja. Die waren elendig gut, du. Oh, ehrlich gut. Also ich glaube, den letzten Teller hatte ich nur noch 2 Frikadellen, den Rest habe ich weggelassen. Ja, guten Morgen, Bernd. Ja, schönen guten Morgen. Sag mal, Thomas beim Zahnärzte, hat sich da schon was getan mit der Rückführung? Nee, das ist etwas, wo Sie jetzt gerade bei sind. Ich denke, das kommt bald wieder eine Beta. Das ist der Antennenschalter und den Translator-Modus, den Sie nochmal überarbeiten.
Da sind sie wohl gerade bei, von den, der von einem von den Vögeln dabei, bei EESDR erfahren, weil ich gefragt habe, ob die eingeschlafen sind. Und die haben letztes Jahr, vor Weihnachten haben die so ein Theater gemacht, dass die schnell werden wollen, aber jetzt haben wir es vermehrt und nichts weiter ist passiert, kein weiteres Update. Habe ich gefragt, ob die eingeschlafen sind. Ja gut, ein bisschen mehr könnte das schon sein. Bei Annahmen wäre mir das zu viel. Wie meinst du das jetzt? Ja, da kommt ja irgendwie jeden Tag ein neues Update, so wie ich das rausgehört habe. So, na gut, der war da jetzt im Katerurlaub. Keine Ahnung. Der war da jetzt im Katerurlaub, der hat die ganze Zeit nichts gemacht, der ist jetzt wieder aktiv. Der Ritchie, der hat geschrieben, er will dieses Wochenende mal weiterarbeiten. Also ich denke, da wird wohl morgen ein Update kommen, ne, das nächste. Aber das betrifft ja Tethys, ne? Das ist jetzt nicht ein Firmware-Update, sondern das ist einfach eine neue Tethys-Version mit neuen Änderungen, die morgen kommen wird. Also ich freue mich über jede Änderung und von mir aus auch gerne jeden Tag. Ist doch nur eine Sache von 10 Sekunden, aber der Transceiver wird doch jedes Mal einen ganzen Schlag mächtiger, ne? Also warum soll ich das als negativ empfinden? Nö, das ist alles wunderbar, du. Der soll mal ruhig mal weitermachen, ne? Das zweite Thema ist ja das Firmware-Thema. Da hatte ich dich ja versucht, auch mit in die Loop zu nehmen, speziell für den anderen 10, also fürs Hermes-Board. Meinst du mich jetzt? Ja, ich hab das gesehen. Ja, ich meine dich. Ich bin noch nicht als Kopf, bin ich noch nicht zugekommen, aber ich habe hier die 4, die 5, die 6, die habe ich ja schon gesichert. Ding da befasst und um die Tethys-Firmware aufzubringen, beziehungsweise Protokoll 2 aufzubringen. Tja, wenn man das nicht macht, das musst du selber wissen, dann interessieren dich natürlich solche Updates nicht, das verstehe ich. Naja, interessiert mich schon, aber ich habe noch keine Lust gehabt. Jo, dann ist das so. Ja, wohl muss ich gesehen, wie das verhindert wird, aber Tja, eigentlich müsste ich mal schauen, ob bei meinem Transceiver mal ein Update da ist. Hä? Bei welchem? Nee, kein SDR hier. Alter 77er. Ja, das ist doch auch. Ja, wunderbar sogar. Das ist auch ein schönes Signal. Ja, hier alles oldschool. Ja, irgendwie geht das nicht weiter bei Sun SDR, ne? Immer noch 132, ne? Update hier. Ja, ach so, das ist der Vorausplan. Dann kommt 1, 3, 2, 3, 4, 5 und 6 soll am Friedensdorfen sein. Na, da dürfen wir gespannt sein. In 5 Jahren. Also letztes Jahr hat der überholt, dass wir gestellt, dass das dieses Jahr kommen soll. Aber jetzt ist das schon ja, aber ich nehme mal an, über die transferierte Eingang machen, da bin ich gespannt. Also ich glaube nicht dran, dass das überhaupt kommt, aber ich bin ja auch ein bösartiger Mensch. Na, wir gucken uns das mal an. Wir sprechen uns einfach wieder, Thomas. Eins wirst du mir zugestehen, wenn zum Jahreswechsel 2020/21, also wir reden in 9 Monaten, wenn bis dahin kein Friedensdorfen da ist, ne, dann ist das eine Roadmap, die nichts wert ist. Die hätte genauso gut bei Flex Radio auf der Seite stehen können. So sehe ich das auch. Und ich meine, man musste mal sehen, ob ich alleine bin.
Ja, für mich. Ja, man muss aber sehen, warum kauft man sich ein SDR, ne? Wenn da ein entscheidender Punkt ist, meines Erachtens halt die Rückführung. Ne? Und wenn die da nicht bald mal Gas geben, ja, dann ist das alles uninteressant. Ja, das habe ich hier auch bei den Kunden abgeschrieben. Fokus auf und für die Mitglieder auch. Und ich habe geschrieben, sag mal, Anna und Hermes hat hier die Signalrückführung. Und viele Leute fahren auf die ganze Geschichte. Der Einzige, der so Ja, was haben die geantwortet? ja, die haben die Roadmap geändert auf den Stand, wie sie jetzt ist. Ne? Also letztes Jahr war die Besonderung für den Puffer. Und es ist ja dann auch was passiert, aber jetzt ist es wirklich Ja, und das ist ja genau das Thema, nicht? Und wenn da nichts passiert, dann werden sie auch nichts loswerden. Und für mich ist das halt, wenn ich auf SDR gehe, eine wichtige Kaufentscheidung, nicht? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann hätte ich mir auch einen Flex holen können. aber bevor diese Roadmap gelegt ist, wir hatten noch ganz andere Dinge investiert. Was mehr mit Naja, wir warten das mal ab. Ja, aber das Signal so vom Fan-SDR ist ja nicht so sehr schön, nicht? Also, das ist ja nicht so sehr sauber. Ja, habe ich gehört. Also deins, wenn ich das so anschaue, sieht das sehr gut aus, ne? Also, trotz der fehlenden Rückführung. Aber ich glaube beim Fan-SDR 100 Pro oder wie auch immer der sich schimpft, ne? Die 100 Watt Version oder GX oder wie auch immer. Soll das schon nicht so sehr sauber sein. Nur ein höher, mehr kann ich auch nicht sagen. Dann regelt er doch ein bisschen Gold ab. Das ist zwar eine Regel, das haben Sie gemerkt, aber ja, es ist keine Ja, also ich verfolge das hier auf der SDR, also über Wismar, das ist jetzt auch ein geschnitten roter Signal, ne? Wie eine abgerollte Tapete. Ja, und ich habe gerade noch, ja, wieder nebenan. Also mein Repeater ja hat die Rückführung jetzt wirklich. Ja, ist der erste Arme. Naja, wenn der den 16 bitte nimmt und dann schreibe ich 120 oder 27. Und so weiter. Und da hat er doch wohl gesagt, er will das denn kaufen, ne? Da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, der lacht der riesig unter Wind, das will ich aus der Kirche aus.
Ja, was kann die Kirche dafür? Das ist scheißegal. Also die können es gar nicht unterbinden, um das mal vorsichtig zu sagen. Du hast recht, Max. Also deswegen plädiere ich ja dafür, dass wir der 52. Bundesstaat werden. Dann sind die Diskussionen vorbei und dann haben wir also auch die Freiheit jeder US-Bürger und dann würde ich mich also wirklich wieder frei fühlen und nicht hier gegängelt und eingeengt durch Deppen. Manni, ich habe das gesehen, schönen Dank für den Film da, den Hinweis. Ich habe mir gesagt, geguckt. Ja, richtig gut, werde ich weiterleiten. Und dann zum Axel 52. Bundesstaat. Träum weiter, mein Lieber. Seit wann wird denn ein Protektorat Bundesstaat? Das musst du mir mal erzählen. Du, Max, ich habe allerdings vergessen, dahinter HI zu schreiben. Ja, natürlich, ich habe schon verstanden. So, jetzt muss ich aber einen neuen Kaffee haben, sonst schlafe ich hier vor dem Mikrofon ein. Ja, ich hoffe, Bei uns fällt halt immer ein Sekretär. Ich hatte gerade einen Anruf, ich muss was abklären. Das war bei uns in der Hochschule, gibt es jetzt die ersten Fälle. Und ja, da müsste ich mal ein paar Anrufe nochmal starten. Ich melde mich gerade nochmal QRB. Viele 73. Runde, alles Gute, selbst hat immer ein Kilo. Steffen 73, bist du ja. Steffen, vorbei. Ja, danke schön. Viele 73. Runde, alles Gute an euch. Ne? Ich hol mal eben Kaffee, bis gleich. Dann hast du einfach unsere Mai-Ausführungen. Viele dann alle. Jungs, Tschüss, Micha. 73, stellt auf R2, Bravo Mai. ja. Papier zu bekommen. Ne? Also in dem zumindest käuflich nicht zu erwerben. Das ist unglaublich. Ja, im Notfall wie früher, ne? Als die Zeitung, dann geht das auch. Ja, das verwischt ja bloß immer so viel. Nicht? Andreas wollte sich schon irgendwo ins Loch setzen und mal ordentlich einen abseilen und danach mit dem Hochdruckreiniger. Nicht? Bloß das ist nur ein bisschen zu scharf. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, und ist das wieder hin? Ja, natürlich, man ist schlau. Und ich denke, ach, dann gehen wir scheinbar bei Famila rein, ne? Und hol dir mal so eine Salzlaugenstange. Da stand dann eine neben mir und guckte schon immer so, ne? Oh Gott, das war eine Person. Und da sagte ich der Hausmann zu mir, was für eine Salzlaugenstange müssen Sie denn haben? Eine mit Körner oder mit Käse oder mit Salz normal? Und da bin ich natürlich ein bisschen hin, weil ohne Brille kannst du bewusst gucken und guck mir das an. Das macht mir ja auch automatisch so. Und der sagt, oh, halten Sie bitte Abstand, halten Sie bitte Abstand. Ich so, ja, stell dich mal nicht so an. Und geht dann dahin und da wisst ihr, dass das an der Seite ist. Also wirklich, also wie eine aufgefeuchte Liebste weg. Ich sag, wissen Sie was? Gehen Sie in den Laden, holen sich ein Fliegengitter und wickeln Sie sich das im Hals oder machen Sie einen Abgang. Nicht? Also ich bin Kunde und will hier einkaufen. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann warten Sie so lange, bis Sie dran sind. Das ist ja unglaublich.
Ja, ich weiß auch nicht. Ne? Also in der Tat, ne? Das haben die gestern auch gesagt. Ich hatte nämlich auch nachgefragt. Haben Sie irgendwie Toilettenpapier oder so? Nee, sagt sie. Also das ist ja so schlimm. Das ist ja schlimmer wie Silvester gewesen. Ne? Hier wie Weihnachten gewesen. Ne? Also im Allgemeinen. Also mit den Gesamteinkäufen. Ne? Die hamstern alle und das ist unglaublich. Ich meine, ich verstehe das natürlich schon irgendwie mit dem Toilettenpapier. Ne? Weil man soll sich ja die Hände, wenn man das denn wirklich kriegen sollte oder bekommen sollte, soll man sich die Hände ja nur nicht im normalen Handtuch abwischen, sondern irgendwelches Einwegpapier nehmen oder sonstiges. Ne? Aber ja, meinst du, viele können ja noch gar nicht krank sein? Ja, die ganz normale Handtuch und das Handtuch wird dann halt mal verschweißt. Ja, ich verstehe nicht, was Toilettenpapier mit Corona zu tun hat. Ja, diese Einweggeschichte, ne? Das ist das. Ja, gut. Auch deutlich weniger, aber man kann immer noch aufleben, ne? Aber sonst war da immer richtig viel, aber jetzt ist das dann deutlich weniger, aber man kann immer noch beliebig ausleben, wenn man das macht. Ja, ist hier aber auch so, ne? Also sonst ist ja alles vorhanden, ne? Also bis auf Toilettenpapier, ne? Und diese Einweg-Fieberwäsche, Wegtücher, die sind alle weg, ne? Also wirklich alles weg und Tempotaschentücher. Ja, und ich hatte schon gedacht, ich rufe beim FRM an und bestelle mir so einen Köder von ihm, der kann mir in den Arsch abwischen. Ja, natürlich, schön ablecken. Ja. Ja, schönen guten Morgen. Ja, Mensch, Kalle, ne? Also, warte mal. Oh, wir haben uns auch lange nicht gehört. So, wieder da. Wir fahren heute noch nach Hamburg und kann man da auch irgendwas kaufen? Ja, der hat ja heute nicht auf, ne? Nehme ich jedenfalls nicht an. Wie sieht das bei euch denn aus mit Toilettenpapier? Ja, genau, ne? Ja, aber man kann ja das genauso machen wie die Türken auch, ne? Die nehmen ja gar kein Papier. Die nehmen ja auch Ziegen, wenn es losgeht. Ja, oder ein Hund von FRM. Ja. Ja, hier auch, ne? Aber wenn das zu Neige geht, man würde natürlich jetzt schon eine Packung extra hinstellen, bis die ganze Energie vorbei ist. Ne? Aber naja, gut, ich habe mich auch lange nicht gehört. Was war da los? Wie bitte? Ja, okay, ne? Ja, kleiner Bericht, die Antenne, die ich damals von dir gekauft habe, vor Jahren, die läuft ja immer noch einfach. Ja, kannst du sehen. In welchem hochwertigen Kaufhaus? Oh, ich bin gerade mal überlegen. Kenne ich die AFU für 2 oder was? Ja, da wo du auch so Geschirr kaufen kannst und das? Da wo die Post jetzt drin ist. Da ist die Post drin, ja. Ja, und da war ich gestern, du glaubst es nicht, um genau 12 Uhr, ne? Da haben sie auch die Tür abgeschlossen, ne? Und da habe ich wirklich die Tür noch gesprochen, über jetzt noch ein Paket, ne? Und nö, grundsätzlich, ne? Also, da müssen die sich nicht wundern, dass da auch nichts los ist. Na gut, hast du dann ein bisschen
Kur-X. Ja, mach du mal ein kleines Kur-X. Hier steht D6 ERT mit genügend Scheißhauspapier. Ja, wir können ja, genau, wir machen so einen Markt auf, ne? Oh, ich tausche hier Nudeln, du, was hast du denn? Oh, ja, du Nudeln, gegen Toilettenpapier, super. Das ist ja ungesunder Mist, sowas wollen wir nicht. Wir sind ja langsam auf dem Greta-Thunfisch-Trip. Oh Mann, das muss ich mal sagen. Ja, richtig. Richtig darüber ist. Aber komischerweise, Fleisch essen wir gar nicht mehr so viel, ne? Gestern war zwar Frikadellentag, das war natürlich wieder so einer, aber sonst essen wir sehr, sehr viel Fisch in der letzten Zeit, muss ich sagen. Viel leckerer. Ja, ich überlege ja gerade mal so, ne? Ich müsste morgen ein bisschen Schweinefleisch zerlegen, da kann ich die Schwarzen hier mitnehmen. Ne? Die sind ja auch schön weich und angenehm, die Borsten sind ja schon runter, da kann man sich auch was mit abwischen. Ja. Ja, wieso isst du kein Fleisch mehr? Naja, du ist aber fleischartig, ne? Ist ja Fleisch drin, ne? Ne, wir essen nicht mehr so viel Fleisch, weiß ich auch nicht, ne? Hat sich so ergeben, ne? Wir essen viel lieber inzwischen Fisch und, ja, wir essen sehr viel Fisch, muss ich sagen, ne? Und ja, manchmal essen wir auch mal so ein vegetarisches Gericht. Schmeckt auch sehr gut, so mit Käse und solchen Sachen, ne? Aber so ein bisschen frische Sachen. Also Fleisch, weiß ich nicht, so ein bisschen aus der Mode gekommen bei uns hier. Aber natürlich nicht total, wir essen das auch, ne? Das ist nicht, ganz klar, aber nicht mehr so viel. Ja, finde ich auch, ne? Essen wir hier auch sehr gerne, ne? Muss ich sagen. Und dann braucht man gar kein Fleisch, ne? Ist so. Naja, ach du, was soll's. Oder wir gehen mal zum Italiener, gibt's eine Thunfischpizza, ne? Hast auch kein Fleisch. Fertig. Oh, das merkst du immer, wenn du eine so eine Pizza weghaust und bist am nächsten Morgen noch satt. Dann weißt du, was drauf war. Ja, ich esse die aber mal ganz gerne, du. Wir haben hier einen sehr guten Italiener. Wir kennen die Familie sehr gut von Anfang an, ne? Und der ist schon viele Jahre im Business und wenn immer wir da reinkommen, du, dann gibt es auch richtiges Essen, wie bei Muttern, ne? Und du, wenn der uns da eine Pizza macht, da steht der Pizzaofen 1 Meter weiter, da kannst du zugucken. Und wenn die da rauskommt, die Pizza, ne? Ach, das ist so lecker, du. Das kriegst du zu Hause nie hin, sowas. Genau. Nee, da sind wir sehr glücklich, dass wir den haben. Ne? Mamma Mia ist das hier, ne? Das ist unser Stammitaliener. Da gehen wir mindestens einmal in der Woche hin. Mindestens einmal in der Woche. Und du, wir sind noch nie enttäuscht worden. Ne? Das ist alles in Ordnung. Du, und wenn wir da hingehen und mal eben eine schöne Pizza essen, trinken ein schönes Bier dazu, ne? Du, wir sind weit unter 30 € wieder draußen und das mit Trinkgeld. Ne? Also da kannst du nicht meckern. Alles gut, ne? Das ist, dafür kannst du für 2 Personen kaum hier zu Hause kochen. Was soll das? Und wenn ich hier erst einen Ofen anschmeiße und hau hier irgendwas in eine Pfanne, das kostet auch das Geld, du. Da sind wir letztes Wochenende mit angefangen, Andreas, ne? Beschlossene Sache. Wir fahren jetzt jeden Sonntag irgendwo zum Mittag zum Essen, ne? Und letztes Wochenende waren wir beim Chinesen, haben wir Buffet gehabt und das kostet auch nicht viel, ne? Ich glaube, die nehmen 10 € oder was, keine Ahnung. Und wenn du das rechnest, du brauchst morgens kein Frühstück, abends brauchst du auch nichts Warmes. Ein Stück Fleisch kostet auch Geld, ne? Und da was fertig machen. Also da sparst du nichts bei. Also es ist genauso teuer und hast nichts zu tun.
Ja, das machen wir schon jahrelang, ne? Also wirklich jahrelang. Ich bin jetzt 6 Jahre zu Hause, Bernd, und in der Zeit gehen wir fast regelmäßig 2-mal pro Woche essen, ne? Also ganz regelmäßig. Oder wir lassen uns was kommen. Wir haben hier den Asia-Hub, ne? Und der bringt uns also selbst gebratene Enten hier nach Hause. Das dauert keine 10 Minuten, dann sind die hier, ne? Das ist also wirklich unglaublich und immer heiß und frisch und lecker. Also man kann nicht meckern, ne? Die haben auch nepalesisches Essen und indisches Essen und die machen alles, was aus dem asiatischen Raum kommt, und es schmeckt wirklich gut. Ne? Also kann man nicht anders sagen, machen wir auch mal. Ne? Also bei uns ist hier mal alles durcheinander. Wir gehen aber auch mal zum Griechen. Ne? Ich habe jetzt eine Wette verloren, bei meiner Frau natürlich, und die ging mal wieder um Griechen, also müssen wir mal wieder nach Barmstedt zum Griechen. Ne? So sieht das aus. Bei uns ist immer so reihum, aber 2-mal in der Woche. Na, bleibt die Küche kalt und wir gehen in den Wienerwald. Na, die kosten sind uns sowieso scheißegal. So, mein Gott, nochmal, wenn wir hier zu Hause was zu essen machen, ist auch nicht umsonst.